Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinema Strikes Back. Wir sprechen darüber, dass wir einen Film gesehen haben, wir beide, der einen so ziemlich das Hirn zermartert. Das war im Rahmen unserer Back to the Stars Woche, denn jeden Tag geben wir euch 2 Filme zur Auswahl und ihr könnt in der YouTube-Community-Funktion, wenn ihr uns abonniert habt, könnt ihr abstimmen, welchen Film wir besprechen. Und Jonas, warum haben wir uns das angetan? Ja, das war das krönende Finale unserer Back to the Stars Themenwoche. Ja. Und irgendwie sind die Leute da draußen sadistisch veranlagt. Ja. Oder wir sind selber ein bisschen masochistisch veranlagt, weil wir haben es ja zur Wahl gestellt. Ja. Und zwar, der eine Film war Star Wreck, The Perkening. The Perkening. Genau, und der andere Film war Star Wars Holiday Special und das hat bei weitem mit großem Abstand gewonnen. Ich weiß nicht, was uns mit Star Wreck erwartet hätte. Das ist eine Reihe aus Finnland. Ich weiß noch nicht, wie erfolgreich die da ist. Ist auf jeden Fall sehr schräg. Aber das legendäre, sehr bekannte Star Wars Holiday Special hat gewonnen. Ein Produkt aus dem Jahr 1978. Schön, dass du auch Produkt sagst. Ja, nicht ein Film, sondern ein Produkt. Es ist ein Fernsehfilm, in dem sämtliche Star Wars Stars mitgemacht haben, weil sie vertraglich gezwungen waren. Und man merkt ihnen genau an, wie wenig Lust sie hatten. Genau. Wir haben den beide am Stück geguckt, durch. Früher haben wir ihn immer nur ausschnittweise gesehen und jetzt halt wirklich mal so in seiner vollen Pracht. Genau. Ja, worum geht's überhaupt? Es geht darum, dass auf Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookiees, der große Tag des Lebens gefeiert wird oder ansteht. Ja. Und Han Solo hilft seinem Kumpel Chewbacca, zu seiner Familie zurückzukehren, um den Tag des Lebens zu feiern. Dieses gesamte Fernsehspecial kam an Weihnachten und wurde auch für Weihnachten quasi gedreht. Ich glaube, das kam sogar schon im November raus. November schon? Ja. Ah, okay, gut. War das vielleicht ein anderer Feiertag, nicht Weihnachten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für irgendeinen Feiertag. Und sollte... Ja, also es ist halt einfach nur, das, was ich gerade erzählt habe, war die Rahmenhandlung. Und er besteht aber aus ganz vielen Versatzstücken von sehr, sehr bescheuerten, kitschigen Momenten. Ja, es ist wie eine schlecht gemachte Sitcom im Star Wars-Gewand mit verschiedenen Ausschnitten, die da halt dann auch laufen. Genau. Und auch so, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Man fragt sich die ganze Zeit, warum kommt das jetzt? Warum? Ja. Und 10 Minuten dieses Films. Also ich meine, es ist... ich habe bei Dragon Ball gab's diesen einen Tempel, wo 10 Minuten in Wahrheit 10 Tage sind. Irgendwie sowas. Ja, genau. Oder so hat sich das, eine Minute waren ein Tag oder so. Irgendwie sowas. So hat sich das angefühlt. Ja. So, und ich finde, eins der beachtlichsten Sachen an dem ganzen Film ist, dass da nicht nur 2 Regisseure am Werk waren, sondern 5 Autoren. Drehbuchautoren, von dem einer an Police Academy und Hot Shots mitgearbeitet hat. Oh, also eigentlich hat der so ein bisschen Humor. Ja, eigentlich. Ich finde Hot Shots eigentlich lustig. Ja, und Police Academy hat auch so seinen Charme. Police Academy hat seinen Charme, auch wenn nicht jeder Film da ein Volltreffer ist. Aber das ist Kult. Ja, Star Wars Holiday Special. Genau. Nämlich zu dem passt auch noch ein Satz, der in dem Film gesagt wurde. Und zwar von einer Dame in einem VR-Porno. Wir machen das hier zur Ewigkeit, ja. Wer diesen Film freiwillig, also wir mussten ihn ja jetzt quasi gucken, wir haben uns das selbst auferlegt, wer diesen Film jetzt, also wer sich jetzt wirklich zu Hause hinsetzt und diesen Film komplett von vorne bis hinten guckt, den gibt's auf YouTube. Der hat komplett den Verstand verloren. Das kann ich nicht anders bezeichnen. Ja, ich hatte irgendwie Bock, den zu gucken. Ja. Weil ich gedacht habe, okay, das wird jetzt so trashig, dass es irgendwie wieder witzig wird. Ja. Aber da habe ich mich geschnitten. Es war nicht witzig, es war einfach nur anstrengend. Es ist so eine Grenzerfahrung. Das ist wirklich, man martert sich selbst. Ich glaube, dass deswegen viele fanatisch religiöse Menschen geißeln sich ja auch selbst. Und ich glaube, das ist so im Filmbereich ähnlich. Ich muss sagen, ich habe Movie 43 gesehen, ich habe die Emoji-Movie gesehen, ich habe Manos Hands of Fate gesehen. Ich habe so schlechte Filme in meinem Leben gesehen. Der hier ist aber jetzt ganz vorne mit dabei. Auf jeden Fall. Bei mir auch. Jonas, du hast etwas vorbereitet. Ja, ich wollte noch auf ein paar Sachen kurz eingehen, bitte. Bevor ich zu dem Part komme. Ich habe mir nämlich 42 Fragen zu diesem Film gestellt. Da freue ich mich drauf. Und davor wollte ich aber noch, wobei eigentlich können wir auch direkt drauf übergehen. Was möchtest du noch groß über diesen Film sagen? Er ist komplett geisteskrank. Ich finde auch diese billige Intro-Schrift, die ist grandios. Ja, das die ist überhaupt nicht zu Star Wars. Als ob ein Kind versucht hätte, das Star Wars-Intro nachzubauen. Absolut. Mit dieser übermütigen Voice-Over-Stimme drüber. Star Wars Holiday Special. Es ist so, als hätte jemand irgendwie viel, viel zu viele Drogen genommen und hätte die erstbesten Ideen zu Star Wars aufgeschrieben, ohne jemals Star Wars gesehen zu haben. Ja.
Oder er hat zumindest so ein paar Namen gehört, wie Kashyyyk. Ja, oder er hatte Zugriff auf die Requisiten, auf die Kostüme und Stars von Star Wars. Absolut. Okay. Ja. Man muss Harrison Ford nochmal ins Gesicht gucken. Der ist so überhaupt nicht bei der Sache. Aber ja, bitte. Okay. Bitte, ich freue mich drauf. Gut. Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Wer heißt Itchy? Wer heißt Lumpy? Warum heißen Leute so? Itchy ist der Vater, ne? Ja, und Lumpy ist der Sohn. Ja. Warum hat Itchy so eine furchtbar hässliche Maske? Gute Frage. Warum können Wookiees nicht einfach die Fresse halten? Ich mag Wookiees, aber warum können Wookiees nicht einfach die Fresse halten? Das ging mir so auf den Sack, dieses Shry-Wook, die Wookie-Sprache. Ja. Warum tragen Wookies Schürzen? Warum müssen Wookies Müll rausbringen? Warum zeigt man sowas in einem Film? Ja. Warum hat man in einer so fortgeschrittenen Zivilisation eine so beschissene Unterhaltungsindustrie? Warum müssen Wookies Geschirr abtrocknen? Gibt es für sowas nicht irgendeine Technologie? Warum ist besser so. Ist Luke plötzlich ein Emo? Warum trägt er Kajal? Ja, warum? Und warum ist sein Gesicht so eingefallen? Warum ist er plötzlich so super dämlich? Ja, er ist nach dem Erfolg von Star Wars Episode 4, also Krieg der Sterne, ist er cracksüchtig geworden. Wahrscheinlich. Und hat angegenfangen, Gedichte zu schreiben. Man sieht in dem Film ja auch, dass ihm irgendwelche Dämpfe so reinkommen. Wahrscheinlich hat ihm das so ein bisschen das Gehirn durchgerattert. Genau, er hatte dann so einen kurzen Dialog mit Malla, mit der Frau von Chewbacca. Und warum versichert man eine Frau, die auf ihren Mann wartet, damit, dass der Mann bestimmt in einen Asteroidensturm geraten ist und alles gut ist? Das ist bestimmt ein Asteroid. Ja. Warum lächeln Wookiees? Warum muss ich das sehen? Warum sehen in allen Star Wars-Filmen Computer irgendwie zumindest ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus, aber die der Wookiee sehen einfach aus wie Menschencomputer, die angemalt sind? Ja, so ein Atari. Wer braucht ein Taschenaquarium? Das ist so geil. Warum kaufen Imperiale Rasierer in irgendwelchen kuriosen Läden auf irgendwelchen Waldplaneten? Das ist ja nicht nur ein Rasierer. Da ist noch so viel mehr dran, erklärt er ja. Okay. Ja, wobei man kann sich dann vielleicht, okay, zugegeben, Wookiees haben viele Haare, die kennen sich wahrscheinlich gut mit Rasieren aus. Oder sie kennen sich überhaupt gar nicht mit Rasieren aus. Was sollte auch dieser Händler? Das war wahrscheinlich irgendein ganz bekannter Star aus der Zeit, der in Vergessenheit geraten ist. Ja, der hat zum Beispiel, glaube ich, in Last Action Hero mitgespielt. Ah, okay. Unter anderem. Der hat in ganz vielen Filmen mitgespielt. Auf jeden Fall wirkt der ganz, ganz schräg. Und ich habe gelesen, das soll so eine frühere Version von Lando Calrissian sein. Ja, guckt ihn euch an. Ja. Genau, warum wurde der Verkäufer überhaupt eingeführt? Ja. Warum müssen wir den sehen? Warum haben Wookiees Nudelhölzer? Warum muss ja die Frau. Muss ja Melatabak Chewbacca schlagen. Ja. Warum schauen Wookiees Kochshows? Warum muss ich mir in einem Film eine Live-Kochshow anschauen? Das war der schrägste Moment überhaupt. Dann habe ich mich zwischendurch gefragt, das hat auch für den Film gesprochen, dass ich so aufmerksam war. Haben Wookiees viele Haare in ihrem Essen? Wahrscheinlich, ja. Warum sieht der Kochshow-Host so unglaublich dämlich aus? Der Kochshow-Host, also die Frau da in dem. Oder Kochshow-Frau oder ich weiß nicht. Roboter, es war irgendwie so komisch angemalt. Ich weiß nicht, was das war. Das war sehr seltsam, ja. Warum hat der Millennium Falke plötzlich automatische Geschütze? Weil Chewbacca guckt tatsächlich die ganze Zeit nach rechts auf der Brücke im Cockpit für die ganze Zeit Solo und da sitzt niemand sonst im Falken und tatsächlich schießt dieses Ding. Ja, und sie sagen auch Remote Turrets oder so irgendwas. Ach, sagen die auch? Ja, okay, die sagen auch, dass das automatische. Ja, hat man auf jeden Fall für einen Film einfach mal kurz geändert, wie der Millennium Falcon funktioniert. Ein kurzes Upgrade, das schnell wieder ausgefallen ist. Genau. Warum nennen die Imperialen Kashyyyk Kashyyyk Planet? Kashyyyk, ja. Kashyyyk. Warum erzwingen Menschen von Wookiees Küsse? Das stimmt, der Händler, ne? Das war super creepy. Das war echt sehr seltsam. Warum schaut Itchy VR-Pornos im Wohnzimmer, wo Malla noch daneben steht? Ich möchte, dass wir die Stelle einfach so am Stück einblenden. Diesen Teil. Können wir das machen? Ausschnittweise, das ist zu lang. Das kann man niemandem zumuten. Das ist sehr, sehr lang. Also wir zeigen das jetzt mal kurz. Bedenkt bitte, dass das im fertigen Film irgendwie eine 5-minütige, 10-minütige Sequenz ist. Die sich wie 50 Minuten anfühlt. I'll tell you a secret. I'll tell you a secret. I find you a door. I find you a door. I find you a door. Warum schaue ich mir einen alten Wookie an, der im Wohnzimmer VR-Pornos anschaut? Warum schauen Wookies Pornos mit Menschen an? Ist das ein Fetisch?
Natürlich, Wookiees sind die besten Freunde der Menschen. Ich nehme jetzt mal an, dass es ein Mensch ist und nicht irgendwas anderes. Ja, also sie sieht aus wie ein Mensch, mit einer Perücke. Ist die Schauspielerin stolz darauf, dass sie im Prinzip eine Wix-Vorlage für einen altersschwachen Wookie ist? Sie ist, ja, definitiv. Warum sieht Lea aus, als würde sie ihre Steuern machen? Okay, ja, gut. Also ihre Lohnsteuerjahresausgleich. Auch in Star Wars gibt es Warum? das. Okay, die Frage erübrigt sich, aber warum hat Harrison Ford überhaupt keine Lust auf diesen Film? Das ist selbsterklärend. Ich habe gelesen, dass er sich lange Zeit gegen den Film gewehrt hat, Ja. aber das... Er musste. Ja. Warum schnipsen imperiale Offiziere so viel? Warum schaue ich mir ein recht okayes Musikvideo von Jefferson Starship innerhalb eines Films an? Sorry, das waren die einzigen 3 Minuten, die mir gefallen haben. Ja, ich fand die Musik auch cool. Die Musik war geil, hat Spaß gemacht. Das definitiv. Musikvideo auch ganz nett. Blenden wir ganz kurz ein. Warum schaue ich mir einen Zeichentrickfilm innerhalb eines Films an, der merkwürdigerweise irgendwie die Handlung des Films beeinflusst? Ja, es ist Ich habe super das schräg. nicht verstanden. Ich auch nicht. Also Lumpy, der kleine Wookie, der Sohn von Chewbacca, hat sich ja diesen Film angeguckt. Ja. Und dann hat irgendwie der Film irgendwie den Hauptfilm beeinflusst. Ich weiß es nicht. Aber hat er das? Ja, weil der Inwiefern? imperiale Offizier hat dann... Ich habe es nicht verstanden. Es hat so gewirkt, als ob das irgendwas mit der Handlung zu tun hat. Also, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat das einfach nur geguckt. Ja, aber er hat sich dann ja so ertappt gefühlt, als so rauskam, dass plötzlich Darth Vader irgendwie so... Ach, keine Ahnung. Stimmt ich auch hab's wieder. irgendwie nicht verstanden. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum er sich ertappt gefühlt hat. Ja. Warum fliegt Luke Skywalker einen Y-Wing und nicht einen X-Wing? Hat einen großen Fuhrpark. Ja, okay, C3PO konnte mitgenommen werden. Ja, vielleicht so. Was zur Hölle macht Boba Fett in dem Film? Übrigens sein erster Auftritt überhaupt. Das stimmt. Ja, okay, sage ich nicht überhaupt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er in einem Comic irgendwann vor, aber ich glaube, das ist sein erster Auftritt. In einem Film. Also in einem Bewegtbild. In Anführungsstrichen Film. Ja. Ja. Warum sieht Han Solo in dem Zeichentrickfilm aus, als wäre er 5000 Mal auf die Fresse geflogen? Diese lange Fresse. Ja, als ob da 5000 Mal irgendwie auf irgendwas dran geklatscht wäre und sein Gesicht so in die Länge gezogen worden. Ja, das ist irgendwie so eine Mischung aus Harrison Ford und Sarah Jessica Parker. Ich fand so auch als hättest du Han Solo mit einem Pferd gekreuzt. Ja. Ich fand auch anfangs den Zeichentrickfilm irgendwie cool, aber irgendwie wurde es mir dann zu abgefahren. Also auch diese Animation, das sah super merkwürdig aus. Definitiv. Vor allem Luke erkennt man ja, aber Han Solo sieht so seltsam aus. Der sieht aus wie Adam Driver. Aber da ist vielleicht kam man so auf die Idee, Kylo Ren als Sohn von Harrison Ford, Han Solo zu vielleicht hat der Casting Director von Star Wars Episode 7 nur den das Holiday Special gesehen. Genau. Aber das könnte passen. Ja. Warum schaue ich mir einen Film an, in dem 50% der Zeit irgendwelche Bildschirme angeschaut werden? Ja, die ganze Zeit. Und das macht keinen Sinn. Und man guckt die ganze Zeit irgendwas anderes. Das ist einfach so, um diese 1,5 Stunden zu füllen mit irgendwas. Ja, aber die wollen ja unbedingt Musik reinbringen. Oh, wir haben einen Zeichentrickfilm. Oh, wir haben einen Tanz. Und dieser ein Tanz. Porno. Dieser Tanz, diese Artistenshow. Das war unfassbar. Wow. Ja. Wie kann man da irgendwas aufbauen in dieser Welt, wenn die Anleitungsvideos so strange sind? Mit diesem Androiden. Ja, der diese Glitches hat oder keine Ahnung was. Warum kommt eine komplett aus dem Zusammenhang gerissene Cantina-Szene in den Film? Wer ist die Cantina-Band? Das ist cool. Aber was mit dieser Barkeeperin passiert und diesem Typen, der sie ganz, ganz schräg anmacht, das ist so. Also dieser gesamte Film ist weird. Aber das ist auch noch. Warum? Was passiert hier gerade? Das ist so. Die haben den Versuch gestartet, aus der coolen Location der Cantina das Schlechteste überhaupt zu machen. Ja. Boah, wir haben diese Cantina, die ist cool. Fans lieben das. Lass uns einfach mal draufkacken. Genau. Warum hat der Typ ein Loch im Kopf und warum trinkt er daraus? Und warum wird in dem ganzen Film irgendwie auch Alkohol verherrlicht? Warum ist da eine Riesenratte? Ich habe vorhin noch. Lemmy Wings. Ich weiß nicht, warum da eine Riesenratte ist. Also, ist das nicht eine Maus? Ich kann mich gerade nicht mehr ganz erinnern. Also, die Maus ist halt so groß wie ein Mensch. Ja, das stimmt. Aliens, Punkt. Es gibt ja auch diese berühmte, kommt aus Scary Movie, wo sie sich drüber unterhalten, wann eine Maus zur Ratte wird. Also wenn eine Maus aus dem Haus rausgeht, dass es plötzlich eine Ratte wird. Oder? Ist das da? Ich weiß nicht. Es kommt mir bekannt vor. Ja. Warum haben Transponder in einer so fortgeschrittenen Zivilisation, in einem so großen Streitkräfte, so lange Antennen? Ist der Kampf zwischen Han Solo und dem Stormtrooper vielleicht der best choreografierte Kampf aller Zeiten? Oh, den will ich auch wieder einblenden, als er den da. Ja, wunderbar. Und zuletzt, warum muss Leia unbedingt singen? A day
Naja, es ist ja genau wie diese Medaillenzeremonie. Alle treffen sich, Leia steht vorne und warum singt sie da nicht? Aber sie will einen besonders berührenden Moment machen. Aber hey, Carrie Fisher hat eine schöne Stimme. Ja. Sie kann schon singen. Ich habe auch gelesen, dass sie unbedingt für den Film singen wollte, aber das Lied scheiße fand. Ja, hätte sie mal besser, ich weiß nicht, irgendwas anderes gesungen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es irgendwie cool ist, dass es einen Film gibt, oder ob es nicht cool ist, ob es einen Film gibt. Es ist irgendwie lustig, dass es so etwas gibt, also dass so etwas existieren kann, aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann anguckt, ist es halt wirklich unerträglich. Es ist unerträglich und ich habe auch sehr viel Angst vor diesem Dreh hier gerade gehabt, weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Der Film hat mich tatsächlich komplett betroffen und sprachlos gemacht. Dieser Film hat betroffen. Ja, definitiv. Sollen wir dem Film noch Punkte geben? Ich möchte 10 Punkte geben. 10? Ja. Nee, ich habe mich umentschieden. Ich möchte 6 Punkte geben. Oder 4. Nee, ich möchte einen C3PO-Kopf. Nee, ich möchte diesen Rasierer, den der Händler verkauft. Nein, ich will die Maus. Komm, geben wir 0 Punkte. Wir geben 0 Punkte. Ja. Für verschwendete Lebenszeit. Es heißt The Star Wars Holiday Special. Geht überhaupt 0 Punkte auf unserer Skala? Haben wir das machen lassen von unserem Grafiker? Das musste ich letztes Mal so selber erzählen, was du denn was. Ja, das kriegen wir. Das ist schön, dass man sich. Das spricht auch für den Film, dass wir drüber reden, ob wir eine 0 haben und dass unser Grafiker das gemacht hat. Ja. Schöne Grüße an David. David ist übrigens der Mensch, der dieses wunderbare Branding inklusive des Intros gemacht hat. Ja. Sprechen wir lieber über David als über Star Wars. Ja, also jetzt können wir über alles Mögliche reden. So, wenn ihr unser Branding geil findet, so mit dem Logo und mit dem Intro und so weiter, wir sind ja sehr begeistert davon, dann schreibt einfach mal Danke David in die Kommentare. Hashtag David rasiert. David rasiert. Hashtag David rasiert. Weil es cool ist, weil wir jetzt anscheinend voll in die Jugendsprache verfallen. Nee, ich meinte wegen dem Rasierer. Weißt du? Ach so, deswegen. Ja, okay, das ist wiederum cool, ja. Ja, cool. Back to the Stars ist offiziell vorbei und wir haben uns tatsächlich mit dem Finale komplett die Woche zerstört, das Leben zerstört. Ja. Das war ein Fehler. Ihr könnt auf jeden Fall uns mal Vorschläge machen. Also wir würden gerne sowas wahrscheinlich wieder mal machen. Wenn es euch denn gefallen hat, uns hat es sehr Spaß gemacht. Bis auf jetzt das eine. Ja. Das war nicht so spaßig. Es war irgendwie auch cool, einfach eine Woche lang so unterschiedliche Filme zu sehen, die wir sonst so wahrscheinlich nicht geguckt hätten. Ich hätte jetzt nicht irgendwie an einem Tag Star Space komplett geguckt und dann Turkish Star Trek, dann Star Wars Holiday Special, dann Stargate, dann was war noch? Starship Troopers. Ja, cool, dass ihr mitgemacht habt, dass es so viele Votes gab. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes so als Thema machen können. Oder ob wir das überhaupt nochmal machen. Genau. Schreibt alles in die Kommentare und wenn wir das nochmal machen, dann solltet ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert haben. Dann könnt ihr nämlich jeden Vote live mitverfolgen und das alles sehen. Dann werdet ihr benachrichtigt. Dann verpasst ihr kein Video von diesem wunderbaren Kanal Cinema Holiday Special mehr. Ihr solltet außerdem jetzt auch noch schaut doch zum Beispiel mal die Kritik von gestern. Star Space. Die Webserie von Cold Mirror. Die war ziemlich cool. Ja, die hat das Gegenteil von der Punktzahl bekommen, die das jetzt Star Wars Holiday Special bekommen hat. Absolut. Guckt das. Ich möchte, dass du jetzt einfach nochmal die 0 Punkte einblendest. Einfach in der Abmord vollkommen. Ich blende eine große 0 ein. Okay. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.